Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um Messerpass Ninja. Es wird allerdings keine normale Messervorstellung, sondern geht eher um eine kleine Transformation. Also es handelt sich hier im weitesten Sinne um ein Modding-Video. Hier liegen nun zwei Ninjas. Das hat folgende Bewandtnis. Lars vom YouTube-Kanal Lars1301 hat das Messerpass Ninja am 17.09.2023 ausführlich vorgestellt. Mir hat hier die Linie bis auf ein paar Kleinigkeiten sofort gefallen. Ist einfach mal was anderes. Ich war mir aber nicht so sicher, ob ich es mir kaufen soll, und da hat mir Lars angeboten, mir das Ninja mal zukommen zu lassen, um es mir näher anzusehen. Ja, das ist die Vorgeschichte. Zu Lars sage ich dann gegen Ende des Videos noch was. Ende September war das Ninja bei mir und da war ich mir dann immer noch nicht so sicher. Aber witzigerweise bot der Söldner Messerladen das Messerpass Ninja Anfang Oktober dann als B-Ware für 80 € an. Regulär kostet es 90 €. Und ich habe hier noch einen Rabattcode bekommen und noch einen Nachlass wegen Überweisung. Also 74,80 € hat es dann letztendlich gekostet. B-Ware übrigens aufgrund der Griffschalen. Man sieht hier in der Nähe dieser Schraube ist ein Ausbruch. Dann ist das hier alles nicht so sauber gefräst. Die sind auch unterschiedlich breit. Ja, mir ist dann noch aufgefallen, dass die Verarbeitung insgesamt nicht so sauber ist. Wenn man das hier vergleicht, gibt es hier ein paar so kleine Fehler in der Stahlbearbeitung. Ja, und auf der Klinge sind hier auch noch so Schleifspuren zu sehen. Das ist alles nicht so schlimm. Das hat der Söldner Messerladen ja auch transparent kommuniziert. Und mir ist das sowieso egal, weil ich das Messer dann auch nach eigenen Vorstellungen verändern möchte. Wie bereits erwähnt, hat mir hier die Linie bis auf ein paar Kleinigkeiten wirklich gut gefallen. Und genau diese Kleinigkeiten versuche ich jetzt so gut wie möglich zu beseitigen. Sozusagen Freestyle. Auch bei der Messerscheide gibt es hier ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Ja, ich werde das Ganze dann versuchen hier mit Torx für die Griffschalen, dann hier so ein Broxon Multischleifer, Schmirgelpapier, Stahlfeilen. Irgendwie wird es schon werden. Also wie gesagt, absolut Freestyle. Dann zeige ich euch ein paar Videoschnipsel, das schneide ich irgendwie zusammen. Der ganze Vorgang würde einfach zu lange dauern. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Fertig. Das war jetzt doch mehr Arbeit, als ich dachte. Ein Profi hätte dafür wahrscheinlich keine Stunde gebraucht. Bei mir waren das etwa 3,5 Stunden, bis ich zufrieden war. Der D2-Stahl hat sich ordentlich gewehrt. Ich habe zwar teilweise maschinell gearbeitet, wie man gesehen hat, aber ich wollte den Stahl auch nicht zu sehr erhitzen. Deswegen habe ich hier Feilen genommen. Die hier ist beispielsweise komplett runter auf beiden Seiten. Also hier ist kaum noch Profil drauf, eigentlich gar nicht mehr. Bei der sieht es nicht so viel besser aus. Hier ist vielleicht noch minimal Profil. Macht nichts, so eine Feile kostet 1-2 € auf dem Flohmarkt, also das ist nicht so schlimm. Aber die D2-Stahl ist wirklich fieses Zeug, kann man nicht anders sagen. Dann möchte ich mit der Messerscheide beginnen. Ja, ich habe hier eigentlich, wie man sieht, nur die ganzen Ecken und Kanten weggenommen. Man sieht, Lars hat hier ein neueres Modell, hier sind 2 Ösen mehr verbaut. Und ab Werk gibt es hier schon leichte Verarbeitungsmängel, das kann man hier erkennen. Hier ist so ein Grat drin und auf der anderen Seite ist das hier noch besser zu erkennen. Das ist nicht so schlimm, das ist schnell nachgearbeitet. ABS-Kunststoff lässt sich wirklich leicht mit Schmirgelpapier bearbeiten.
Was mir allerdings nicht so gut gefällt, ist dieser Clip. Das ist mir im Video von Lars schon aufgefallen, dass der so abstand. Ja, ich weiß jetzt auch warum. Das ist wirklich einfach nur dünnes, lumpiges Blech, kann ich nicht anders sagen. Lässt sich sehr leicht verbiegen. Also da könnte Sapaz vielleicht nochmal nacharbeiten. Ich lasse meine Messerscheide jetzt erstmal ohne Clip. Vielleicht kommt irgendwann ein Taglock dran, aber derzeit geht das auch so. Ja, dann gab es noch beim Griff ein paar kleinere Probleme. Hier hinten beim Messer vom Lars sieht man das auch. Da ist wirklich eine relativ spitze Kante. Beim Lars ist das gar nicht so schlimm, bei mir war das viel schlimmer. Die habe ich deutlich entgratet. Also hier sieht man, dass hier so nichts mehr ist. Fühlt sich auch viel besser an. Dann im unteren Bereich gab es hier diese Verarbeitungsmenge. Die habe ich beseitigt. Und ja, lediglich hier oben habe ich das nicht so ganz geschafft. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ja, ansonsten sieht man, dass ich relativ viel im Bereich des Griffes hier gearbeitet habe, im vorderen Bereich. Da habe ich viel weggenommen vom G10. Ja, gefällt mir so einfach besser. Sitzt immer noch gut in der Messerscheide, also das ist kein Problem. Und ich habe die Oberfläche hier so ein bisschen bearbeitet, also nur so ein bisschen. Ich wollte nicht zu viel wegnehmen. Ja. Ansonsten der wohl größte Unterschied sieht man gleich. Ich habe diesen Harpoon Blade Teil da vorne einfach weggeschliffen. Ja, das war das erste, was mir aufgefallen ist, als Lars das Messer vorgestellt hat. Hat mich sofort gestört und ich dachte mir, falls ich das Messer mal besitzen sollte, dann wird das sofort entfernt. Habe ich auch gemacht. Das ist jetzt hier so eine Art Drop Point Ninja, wenn man das so sagen möchte. Ja, sieht für mich noch ein bisschen dynamischer aus. Ja, was auch auffällt, ich habe die Klinge mit Eisen-3-Chlorid geätzt und dieses Eisen-3-Chlorid war vorher mit Messing in Kontakt. Deswegen hat es hier auch so einen leichten Messing-Touch. Also schimmert hier so leicht, fällt hier besonders auch am Griffrücken auf. Also mir gefällt das ganz gut. Das sieht so ein bisschen aus wie ein unbeabsichtigtes Apo-Finish oder so ein, ja, naja, so eine Art Apo-Finish. Also nicht ganz, aber mir gefällt das tatsächlich ganz gut. Ja, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, welche Variante euch besser gefallen würde. Vielleicht gefallen euch auch beide Varianten ganz gut. Das kann ja auch sein. Ja, leichte Tendenz geht bei mir zur Drop-Point-Variante. Gut, ansonsten war es das im Wesentlichen. Dann verweise ich noch auf das Video von Lars. Schaut euch das unbedingt an. Das Ninja ist wirklich ein tolles Messer. Ja, dann noch ein paar Worte zu Lars. Bereits im März 2022 habe ich Lars mal in einem Community-Post erwähnt. Und auch ganz grob seit diesem Zeitpunkt stehen wir in einem unregelmäßigen WhatsApp-Austausch oder wir haben auch schon per E-Mail irgendwie geschrieben. Da geht es nicht nur um Messer, das sind auch private Dinge manchmal. Also menschlich absolut korrekt. Erst neulich hat er Messer für die Kinderkrebshilfe verkauft bzw. versteigert. Dazu hat er einen sehr interessanten Kanal-Content, viele Giveaways, dann viele EDC-Gegenstände, die er zeigt, Messervorstellungen, also von meiner Seite auf jeden Fall eine absolute Kanalempfehlung. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bei Lars bedanken, dass er mir das Ninja hier mal zur Verfügung gestellt hat, also zukommen ließ. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man sein Messer mal so eben hergibt. Ja, dann war es das jetzt im Wesentlichen wirklich. Ich bedanke mich nochmal bei Lars und bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.